Küche Sichuans ist bekannt für ihre Schärfe. Und hier drin ist eine der wichtigsten Zutaten dieser Sichuan-Küche. Hier drin habe ich Douban-yang, eine fermentierte, mir läuft das Wasser jetzt schon im Mund zusammen, eine fermentierte Chili-Paste mit Kochi. Und ja, wie das geht, das zeige ich dir heute. An Tag 1 geben wir 500 Gramm Ackerbohnen in ein Sieb und waschen sie unter fließendem Wasser ab. Die Bohnen dann in eine Schüssel geben und mit Wasser auffüllen, bis sie bedeckt sind. Die Bohnen für 24 Stunden einweichen. Die ganzen Zutaten, die wir heute verwenden, stehen auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Dort ist auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. An Tag 2 die Bohnen abgießen, abspülen und abtropfen lassen. Die Bohnen in einen Topf geben und mit Wasser auffüllen, bis sie bedeckt sind. Das Wasser zum Kochen bringen und die Bohnen für 25 Minuten kochen. Sie sollen nicht zu weich sein. In der Zwischenzeit ein Holz- oder Bambustablett mit einem Baumwolltuch auslegen. Die Bohnen abgießen und auf 35 bis 38 Grad abkühlen lassen. Bei Verwendung von ungeschälten Ackerbohnen müssen die Bohnen nun aus der Schale gelöst werden und ich kann dir nur dringend empfehlen, bereits geschälte Bohnen zu verwenden, wenn du nicht stundenlang poolen möchtest. Die Bohnen dann in jedem Fall auf das Baumwolltuch legen. Als nächstes impfen wir die Bohnen mit dem Kochi-Starter. Dafür male ich 50 Gramm getrocknete Ackerbohnen zu feinem Mehl und siebe es in eine Schüssel. Dazu gebe ich einen halben Teelöffel Kochi-Starter und mische ihn mit den gemahlenen Ackerbohnen. Auf diese Weise lässt sich der Kochi-Starter einfacher und gleichmäßiger auf den gekochten Bohnen verteilen. Verwende dafür ein feines Sieb, um die Bohnen damit gleichmäßig abzustäuben. Bohnen und Kochi-Starter dann zusätzlich gut vermischen und das Baumwolltuch über den Bohnen zusammenfalten. Mit einem weiteren feuchten Tuch abdecken und die Schimmelsporen für 3 Tage bei 25 bis 35 Grad wachsen lassen. Wenn es kühler ist, kann es auch 4 Tage dauern, bis die Bohnen vollständig mit einem Myzel überwachsen sind. Tag 3. Nach 24 Stunden sollte der erste Schimmel zu erkennen sein. Die Bohnen auflockern und umrühren. Das Tuch wieder über den Bohnen zusammenfalten und mit dem feuchten Tuch abdecken. Wenn das Pilzmyzel wächst, entsteht große Wärme. Die Temperatur darf nicht über 40 Grad steigen, da die Sporen ansonsten beginnen abzusterben. Kontrolliere die Temperatur daher regelmäßig alle 3 bis 4 Stunden. Nachts darfst du ruhig im Bett liegen bleiben. Steigt die Temperatur auf 38 Grad, lockere die Bohnen auf und lass sie für ein paar Minuten abkühlen. Packe sie dann wieder in die Tücher ein und decke sie ab. Tag 4 als erstes die Bohnen auflockern und umrühren. Das Tuch wieder über den Bohnen zusammenfalten, dieses Mal aber ohne das feuchte Tuch. Den Kochi weiter wachsen lassen und beobachten. Zeit für die Chilis. Wir brauchen 1 Kilo Chilis.
In Sichuan werden Erjingtiao-Chilis verwendet. Die sind außerhalb Chinas eher schwer bis gar nicht zu bekommen, also hier in Chiang Mai habe ich die auch nicht bekommen. Du kannst stattdessen rote Thai-Chilis verwenden, dann wird deine Doubanyang sehr scharf. Oder verwende die milderen sogenannten Holland-Chilis. Sie sind etwa 10 cm lang und haben einen Durchmesser von 1 bis 1,5 cm. Die Chilis waschen, abtropfen lassen und in der Sonne richtig gut abtrocknen lassen. Während die Chilis abtrocknen, geben wir 250 Gramm Klebreis in ein Sieb und waschen ihn ab. Und das braucht kein so fancy schwarzer Klebreis aus den Bergen zu sein, die ich hier verwende. Jeder Klebreis wird funktionieren. Den Reis dann in eine Schüssel geben, mit Wasser auffüllen, bis er bedeckt ist und für 12 Stunden einweichen. Zeit, die Chilis fein zu hacken. Ich empfehle dir dringend, wenn du diese große Menge Chilis verarbeitest, Küchenhandschuhe zu tragen. Es sei denn, du möchtest gerne für 2 Tage schöne warme Hände haben. Du kannst zum Hacken selbstverständlich die Küchenmaschine verwenden. Das geht wesentlich schneller und da sind die Finger auch nicht so gefährdet. Mach nur kein Püree aus den Chilis bitte, wir wollen eine leicht stückige Konsistenz. Die gehackten Chilis dann mit 250 Gramm Salz mischen, mit einem Tuch abdecken und bei Raumtemperatur stehen lassen. Sei so lieb und drück ganz kurz auf den Daumen nach oben. Das hilft mir unheimlich, weil das Video dann auch anderen Zuschauern angezeigt wird. Ich freue mich auch sehr über einen Kommentar und wenn es nur ein Chili-Emoji ist. Dankeschön! Am 5. Tag sind die Ackerbohnen hoffentlich vollständig fermentiert. Dann geben wir sie in eine Schüssel mit Wasser und waschen den Schimmel weitestgehend ab. Wir brauchen nicht den Schimmel zum Fermentieren der Chilipaste, sondern die Enzyme, die beim Fermentieren der Bohnen in den Bohnen entstanden sind. Die Bohnen durch ein Sieb abgießen und in der Sonne für einige Stunden trocknen lassen. Inzwischen den Reis in einem Dämpfer für 30 Minuten garen. Ich verwende hier einen thailändischen Dämpfer mit einem Einsatz aus Bambus. Einen Link zu so einem Set habe ich unterhalb vom Video in der Infobox, falls dich so ein Dämpfer interessiert. Den Reis gebe ich zum Dämpfen in einen Baumwollsack. Anschließend den Reis auf einem Tablett abkühlen lassen. Während die Bohnen trocknen und der Reis abkühlt, ist Zeit, um das verwendete Gefäß zu sterilisieren. Ich verwende dafür sogenannte Kempten-Tabletten. Dabei handelt es sich um Sterilisationstabletten für Babyflaschen. Wenn wir das alles haben, können wir beginnen, die Chilipaste zu machen. Dafür die Bohnen, 30 Gramm eines neutralen, klaren Schnaps mit mindestens 50% Alkohol, den Reis und 250 Gramm Salz in eine Schüssel geben und vermischen. ,50 Gramm Kandiszucker und 50 Gramm Sichuan-Pfeffer dazugeben. ,300 Gramm Knoblauch fein hacken und dazugeben. Die Chilis und 300 Gramm Rapsöl
Am besten kalt gepresstes in die Schüssel geben und alles gut miteinander vermischen. Die Masse dann in den Tontopf geben und die Oberfläche glatt streichen. Reinige die Öffnung danach mit einem in Alkohol getränkten Tuch. Den Tontopf für einen Monat an einen sonnigen Ort stellen. Mit einem Deckel abdecken, aber nicht luftdicht verschließen. Die Chilipaste täglich umrühren. Das ist jetzt hier nach 7 Tagen. Wie du hören kannst, habe ich meine Kelle sehr heiß gemacht, um ja keine Keime in die Chilipaste zu transportieren. Was auch immer du zum Umrühren verwendest, sterilisiere es vorher bitte. Nach 7 Tagen habe ich auch noch so viel Öl auf die Chilipaste gegossen, bis die Oberfläche damit bedeckt war. Hier nochmal ein Blick nach 21 Tagen. Wenn nach einer Weile das Öl nicht mehr genug ist, gieße wieder so viel Öl dazu, bis die Oberfläche bedeckt ist. Nach einem Monat den Tontopf an einen schattigen Ort stellen und die Chilipaste für weitere 5 Monate bis zu einem Jahr fermentieren lassen. Die Chilipaste bis zum 3. Monat einmal wöchentlich umrühren. Danach musst du nur noch warten, bis deine Daubanyang fertig ist und glaub mir, das lohnt sich wirklich. So, von ganz unten, 6 Monate. Das ist krass, ich weiß. Und ich kann es kaum erwarten, jetzt mal die zu probieren. Das letzte Mal habe ich die vor 3 Monaten probiert. Und meine Frau kann es auch kaum abwarten, denn die hat schon vor 3 Monaten so super gut geschmeckt. Also, ich würde sagen, ich nehme mal das Fass hier aus dem Bild. Und also, hier, ich nehme mal ein kleines Stückchen. Alter. Also, wer gerne scharf mag, für den ist das genau das Richtige. Ich hoffe, du hast richtig Lust bekommen, jetzt in die Küche zu gehen und deine eigene Daubanyang zu machen. Das ist so lecker. Also, ich bin gerade etwas überrascht. Also, es ist scharf, aber trotz dieser wirklich großen Menge Hülle scharfer Thai-Chilis, muss ich sagen, also das Einzige, was gerade passiert ist, dass mir unheimlich das Wasser im Mund zusammenläuft. Also es ist super würzig, es ist schön salzig, also man muss nicht viel davon verwenden. Man kann es also sozusagen auch gleich zum Salzen nutzen, was auch immer du damit machst. Also Mapo-Tofu zum Beispiel wäre jetzt so ein berühmtes Essen, was man damit machen kann, oder Feuertopf. Den machen meine Frau und ich heute garantiert. Das gesagt, der Nico verabschiedet sich jetzt, nämlich das Video war jetzt schon lang genug. Und Dankeschön, dass du dir das auch bis hierhin angeguckt hast. Vielen Dank für diese großartige Unterstützung. Vielleicht sehen wir, das Wasser läuft, das hört nicht mehr auf. Unglaublich. Also, ja, was wollte ich sagen? Also, vielleicht sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder. In diesem hier oder in diesem hier. So einem anderen leckeren Kochi-Video. Also, das gesagt, Nico ist weg. Dankeschön fürs Anschauen nochmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hier. Oh, ich nehme gleich noch einen Löffel. Daubanyang machen gehen. Gerade fast vergessen, wie das heißt. Voll lauter. Sichuan-Pfeffer. Da wird die Zunge so schön taub von. Ciao.